Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Schauen wir, was der Tag so an Infos mitbringt fürs Kollektiv. Was darf ich hier weitergeben? Hier darf man für sich einstehen. Hier steht man für seine Überzeugungen ein, für seine Entscheidungen. Man bleibt standhaft, aber es soll nicht so sein, dass man hier so arg kämpft, dass man sich selbst im Weg steht und sich selbst unterschätzt. Hier geht es darum, so unabhängig wie möglich nach vorne zu gehen. Hier macht man eine wichtige Errungenschaft. Hier ist Willensstärke, Selbstdisziplin, Anerkennung auch. Wir gucken mal mit den Lennys, in welchen Bereichen. Was darf ich hier noch sagen? Kommunikation ist wichtig, sich verbal auch verteidigen oder bei allem, was mit Briefwechsel, Nachrichten, Korrespondenzen zu tun hat. Ins Gespräch gehen, aber auch nicht sich verausgaben. Ne? Hier hat man irgendetwas durch sehr viel Selbstdisziplin auf die Beine gestellt. Man kriegt vielleicht mit dem Kind auch zu wenig Aufmerksamkeit oder nicht das, was einem zusteht. Wir haben den Wagen und die Wege. Ne? Hier geht es darum, Entscheidungen zu treffen, einen neuen Weg zu wählen, Kommunikation, die Möglichkeiten bringt. Und dann haben wir noch die Störche. Es kann jetzt hier eine emotionale Sache sein oder dass man sich eben einsetzt für seinen eigenen Erfolg, dass man sich hier nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. Hier hat man das Gefühl, man hält sich selbst zurück, man macht sich nicht auf den Weg. Möglicherweise hat man eine Entscheidung getroffen und es geht jetzt darum, die Konsequenz der Entscheidung auszutragen oder dafür einzustehen, was man warum und wie entschieden hat. Die Situation ist umgeben von einem besonderen Zauber. Die göttliche Ordnung wirkt. Man darf hier sogar mit Wundern rechnen. Es geht nur darum, standhaft zu bleiben. Schön, das Schlimmste liegt bereits hinter uns. Hier ist auch so eine Art positive Erfahrung, die wir hier machen dürfen. Und wir dürfen handeln, die Intuition stimmt. Ne? Hier unten haben wir noch das heilende Herz und den hilfreichen Menschen. Die kommen in der letzten Zeit auch sehr oft, die Karten. Irgendwie hat es was damit zu tun, dass wir Unterstützung erfahren, dass wir Entlastung kriegen, dass uns hier mit uns jemand aufsteht. Hier kann man auch durch Nachrichten, Kommunikation nach vorne, Entscheidungen nach vorne treiben. Ne? Also man spricht etwas aus und hat so die Möglichkeit anzupacken und einen Weg zu gehen. Man sagt so, ja, so machen wir das. Die bedingungslose Liebe ist hier mitzusehen. Hier ist etwas am Wachsen, was zunächst mal anders aussieht als
als wir auf den ersten Blick sehen. Die bedingungslose Liebe, das ist ja so eine Sache, ne? Wir lassen uns allzu gern von Äußerlichkeiten blenden oder von Dingen, die eventuell nicht so sind, wie sie in unserer Vorstellung sein könnten. Aber hier in der Situation geht es speziell darum, auch sich selbst genug zu lieben, um seine Dinge durchzusetzen. Hier geht es nämlich auch darum, dass man jede Situation bedingungslos annimmt, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, als wäre etwas gut für uns. Die unsterbliche Liebe. Hier geht es auch darum, dass man, wenn man Liebe geteilt hat, dies nicht verloren gehen kann, auch wenn es weg ist. Und hier darf man sich und das, was man investiert hat aus Liebe oder was man aus Liebe auch gemacht hat. Leute, ich werde verrückt, hier ist keine einzige Liebeskarte und wir haben hier dreimal wahre Liebe, bedingungslose Liebe, unsterbliche Liebe. Möglicherweise hat man sich hier so ein Ding aufgebaut, ja, Verteidigung auch, ne? Wo man so mauert, wo man sagt, ich bin auch nicht genesen von irgendwas, ich mache noch nicht auf. Aber diese wichtige Errungenschaft kann an sich auch sein, dass hier das Herz genäst, dass man sich für die Liebe wieder öffnet, dass irgendetwas kommt, wo man tatsächlich spürt, ich kann in Liebe irgendwie meinen Weg gehen, meine Entscheidungen fällen und ich habe nicht dieses Beurteilende so mit dabei. Das ist sehr spannend. Die Quelle, das Ich Bin, Bewusstsein. Man gibt nach oben ab, man fragt. Es geht um inneren Frieden, den man hier erlangt. Man kommt zurück in einen Flow, man findet eine Antwort auf eine Frage. Irgendwo ein Stückchen Erleuchtung. Ja, leider kann ich mich nie an einem Thema hochziehen, das mal ausnahmsweise nicht in die Tiefe geht. Und die Legung hier präsentiert mir wieder mal was ganz anderes. Es geht einfach darum, dass wir unseren Blickwinkel für das Schöne auch öffnen und dass wir uns nicht von irgendwas blenden lassen, was unser Auge vermeintlich stören könnte. Der Kuckuck. Ich komme in dein Leben und bringe dir Heiterkeit, Gelassenheit und Vertrauen. Warte nicht länger, gehe los, erkenne deine alten Muster und überwinde sie. Lasse Neues entstehen. Das passt jetzt hier sehr gut zusammen, ne? Hier hat man irgendetwas für sich verteidigt, entwickelt und man darf für dessen einstehen und darf trotzdem den Blickwinkel der Bedingungslosigkeit mit einbeziehen. Ich schaffe das dann und wann mal, ja, aber nicht beständig, aber das ist ein geniales Gefühl, weil du kannst, wenn du so guckst, kannst du dich und auch niemand anderen schuldig sprechen, weil du dann weißt, dass jeder nur das macht, was er kann. Die Lebensenergie wird besser und unten haben wir noch das Ass im Ärmel. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Es ist viel mehr, als es zunächst da liegen scheint, denn es hat etwas damit zu tun, dass man eine endgültige Lösung findet, wie man sich, die anderen, die Umwelt und alles so wahrnimmt, dass man nicht diese Wut drin verspürt oder dieses, was einen sauer macht, ne? Und man darf das, was man sich hier erarbeitet hat, auch dafür einstehen und sagen, nee, nee, das lasse ich mir nicht mehr nehmen, ne? Ich wünsche euch einen schönen Tag, ihr Lieben. Ich drücke euch bis morgen.